Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein wunderbar aromatisches Zwiebelbrot und wie du da selber schnellstmöglichst vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Ein Tipp gleich vorweg, lass das Brot auskühlen. Normalerweise mache ich das auch vor dem Anschneiden. Nur heute war ein bisschen Zeitdruck da und die anwesende Belegschaft sehr hungrig. Du benötigst dafür 400 Milliliter lauwarmes Wasser und gibst dort 21 Gramm frische Hefe bzw. einen halben Würfel oder auch 7 Gramm Trockenhefe hinein. Dann löse die Hefe im Wasser auf. Nun kommt noch ein halber Teelöffel brauner oder weißer Zucker und 5 Gramm Salz hinein. Natürlich werden auch diese beiden Zutaten im Hefewasser aufgelöst. Das nun hergestellte Hefewasser darf nun für 10 Minuten stehen und decken das Ganze mit einem Küchentuch ab. Nach den 10 Minuten hat die Hefe schon ein wenig gearbeitet. Und nun kommt natürlich das Wichtigste, nämlich 500 Gramm Weizenmehl, Typ 405. Das Hefewasser wird nun mit dem Weizenmehl verrührt, bis das Mehl soweit gebunden ist. Du erhältst einen relativ klebrigen Teig, das ist aber völlig normal und auch in Ordnung. Zu guter Letzt gibst du nun 100 Gramm Röstzwiebeln zu deinem Teig und rührst nochmal die Masse gut durch und glatt. Und dann decke den Teig mit einer Klarsichtfolie ab. Und natürlich noch ein Handtuch oben drüber und das Ganze darf nun für 1,5 Stunden ruhen. Und die Hefe darf ihre Arbeit tun. Du kannst nun sehen, wie wunderbar sagenhaft der Teig um ein Vielfaches aufgegangen ist. Und nun ist er auch bereit für die weitere Verarbeitung. Befeuchte deine Hände und lege und falte den Teig in deiner Schüssel. Und richte dir deinen gusseisernen Topf oder eine Backform deiner Wahl her. Nun kommt ein wenig Weizenvollkornmehl auf den Boden des Topfes mit dem Backpapier. Wenn du das nicht zur Hand hast, kein Problem, nimm einfach normales Weizenmehl. Und so schnell geht's. Der Teigling kann natürlich auch darauf gegeben werden und wird noch ein wenig von oben bemehlt und forme dir aus dem Teigling eine Kugel. Nach Bedarf kannst du noch ein paar Röstzwiebeln oben drauf streuen, aber Vorsicht, denn diese können sehr leicht verbrennen. Deckel drauf und lass ihn für 1 Stunde ruhen. In der Zwischenzeit heize deinen Backofen auf 220 Grad vor. Wie du siehst, hat sich der Teig jetzt wieder wunderbar verdoppelt und kann nun mit Deckel für 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen gegeben werden und danach darf das Brot nochmal für weitere 20 Minuten ohne Deckel knusprig ausgebacken werden. Wunderbar knusprig und wohlig duftend kommt das Brot auch schon aus dem Backofen. Nun führe noch die Klopfprobe durch, ob das Brot denn auch durch ist, denn nur wenn es wohl klingt, dann ist es auch durch. Und wunderbar knusprig ist das Brot geworden. Und viel zu warm muss ich diesmal leider das Brot anschneiden. Lass es bitte selber ungefähr 1 Stunde auskühlen, dass die Feuchtigkeit im Brot bleibt.
aber das tut dem Geschmack überhaupt gar keinen Abbruch. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken, guten Appetit, bis demnächst, pfiat's euch.